Ich sehe eine vollkommene Frau, die wahnsinnig weiblich und sexy ist. Was habe ich gemacht? Scheiße. Kim ist die Frau, mit der ich alt werden will. Und wenn sie das erfährt, dann weiß ich ganz genau, dass sie weg ist. Also bitte tu mir den Gefallen und halt die Klappe. Versprochen. Katie ist eine Freundin von mir und die macht gerade ihre Abschlussprüfung in Modedesign. Und naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrem Arbeit geben könntest. Ist das dein Finalkleid? Der krönende Abschluss für die wichtigste Fashion-Show seit Firmengründung? Ich will ein neues Kleid. Hast du mich verstanden? Perfekt. Ja, du hast es geschafft. Und sogar ein Brautkleid. Du hast dem Kleid ihren Namen gegeben, hm? Kate? Das ist unser Kleid. Rebecca, ehrlich gesagt dachte ich, das war's. Du bist ausgebrannt, nachdem du seit Wochen keine Highlights mehr abgeliefert hast. Ja, das Dumme ist nur, dass du leider den falschen Entwurf hast. Es ist nämlich so, ich habe mir schon mal Gedanken über ein mögliches Konzept für die folgende Kollektion gemacht. Und dazu gehört dieses Kleid. Ich muss das aber alles grundsätzlich noch mal überdenken. Ich will für das Finale genau das Modell Kate, sonst nichts. Ich habe hier aber ein viel passenderes. Rebecca, ich will das Kleid. Du hast es dir doch noch gar nicht richtig angesehen. Ja, hübsch. Wie alle deine Designs, aber mir fehlt der Wow-Faktor. Das hier, das hat das gewisse Etwas. Es passt nicht zum Rest der Kollektion. Genau um diesen Bruch geht es mir. Das ist LCL und es ist endlich mal wieder ein Brautkleid. Rebecca, dieser Entwurf, der wird deine Karriere retten. Ah, das muss in die Nähabteilung sofort. Das muss bis morgen fertig werden. Okay. Um die Details kümmerst du dich? Gut. Nur, dass der Entwurf leider nicht von mir ist. No words, but tears won't make any room for more, and it don't hurt like anything I've ever felt before. This is no broken. Also, setz mal hier noch was ein, das ist zu eng. Ja. Dasselbe auf der anderen Seite. Und hier oben will ich irgendwie noch was haben, eine Applikation. Saublöd. Was? Saublöd, das Teil. Das gefällt dir nicht? Dann musst du es auch nicht tragen. Du kannst gehen. Aber, Raus! Dori, das war gerade unser einziges männliches Model. Wenn er nicht versteht, was ich mache, dann kann er es nicht präsentieren. Seit wann fragt man ein Model, ob es ihm gefällt, was er trägt? Ich habe ihn nicht gefragt. Ja klar, weil das auch ein Vollidiot war, weil er überhaupt keine Ahnung von Mode hat. Das ist eben das Risiko, wenn man auf der Straße castet. Ey, ich verstehe, er hat dich genervt. Und das ist auch okay. Aber auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Das war unser einziges männliches Modell. Hallo, wo soll ich denn jetzt bitte einen Ersatz herkriegen? Wir haben gleich die Besprechung im Schloss und morgen ist die Modenschau. Du hast doch so viele Typen am Start. Ja, frag dann Emilio. Genau. Ein männliches Model. Ja, bis morgen. Ja, ich weiß, dass es kurzfristig ist. Ja, danke. Hey, Hey, ich bin unterwegs wegen der Modenschau morgen. Also, ich bin da unterwegs im Schloss. ja, da muss ich auch gleich hin. Ich mache ja das Backstage-Catering. Stimmt. Du kannst ja gar nicht. Wofür? Ah. Egal, vergiss es. Ja, also, Juri wollte unbedingt mit Streetmodels arbeiten, weil er denkt, sie sind authentischer als professionelle Models. Und ja, aber jetzt hat er halt gedacht, dass Lass vielleicht... ich das mal. Verstehe ich. Du? Nein. Nein. Ich meine, das geht doch schon allein wegen Kim nicht. Ja. Apropos Kim, weißt du, wo sie steckt? Sie ist bei ihren Eltern. Sie hat dann noch ein paar Klamotten eingelagert und sucht das perfekte Outfit für morgen. Ist alles klar bei euch? Klar.
Sag mal, welches findest du besser, das oder das? Keins von beiden. Auf jeden Fall das, wo mehr Stoff dran ist. Schön, dass du dich mit Emilio wieder versöhnt hast. Obwohl ich dir an seiner Stelle die Sabotageaktion nicht so schnell verziehen hätte. Viel schlimmer war für ihn, dass ich nach Königsbrunn bin. Ja, der schreckliche Luxus dort. Da müffelt er lieber in seiner hässlichen Burrito-Bude rum. Ihr hättet ja auch beide hier wieder einziehen können. Da wärt ihr wenigstens zusammen. Aber das ist nur für den Übergang, bis wir eine gemeinsame Wohnung haben. Weißt du, wenn wir uns die schon hätten leisten können, dann wäre das alles nie passiert. Dann hätte ich nicht gedacht, dass Kim mich betrügt. Und das mit uns, das... Naja, das wäre halt auch nie passiert. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Sie ist so süß im Moment. Verdammt nochmal, sie hat mir sogar den Job besorgt. Der hat sogar ein Burrito nach mir benannt. Ach Gott. Da kann ja da nicht viel dran sein. Nee, seitdem wir uns jetzt nicht mehr so oft sehen, ist es irgendwie wieder wie frisch verliebt sein. Weißt du, und immer wenn ich sie jetzt sehe, da frage ich mich, wie ich ihr das antun konnte. Ich auch. Und jetzt zu Kim zu rennen, einfach nur um mein schlechtes Gewissen zu erleichtern, das wäre das Allerletzte. Also müssen wir einfach lernen, damit zu leben. Klar. Das ist der Laufsteg. Rebecca's Models kommen von hier, meine von dort. Und hier ist eine Arena. Hier treffen die sich und es soll so eine Art Fight-Situation sein. Dein Stil gegen meinen. Ja, klingt doch gut. So mit Boxhandschuhen oder was? Ja, warum nicht? Wir könnten den Pfeilchen schminken. Cut. Ein bisschen Blut ins Gesicht. Was meinst du? Rebecca! Ja? Würde es dir vielleicht was ausmachen, dich inhaltlich ins Gespräch einzubringen? Ich meine, du bist an dieser ganzen Modenschau nicht ganz unbeteiligt. Ich habe an dieser Inszenierung mitgearbeitet. Soll ich jetzt jeden Satz, den Juri sagt, unterstreichen oder was? Okay. Damit mal eins klar ist. Ich habe die gesamte Modebranche 2 Wochen vor Beginn der eigentlichen Fashion Week hier einfliegen lassen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich erwarte, dass morgen die Fachpresse begeistert ist und dass uns übermorgen die Einkäufer hier die Bude einrennen. Ansonsten könnte sich bei mir der Eindruck verfestigen, dass ich vielleicht doch die falschen Chefdesigner habe. Nur als kleine Inspiration. Was ist los? Nichts? Du protestierst nicht. Sagst überhaupt nichts. Stress mit deinem Finalkleid? Nö, es läuft alles super. Dann bist du zufrieden. Wieso fragst du? Du machst den Eindruck, als wärst du gar nicht da. Du schwimmst wahrscheinlich noch in deinen Entwürfen. Nein. Mein Entwurf ist schon bereits in Produktion. Gut. Was willst du denn hier? Ich wohne hier. Im Gegensatz zu dir. Ich wollte mich überzeugen, dass du keinen Unsinn machst. Ich würde mal interessieren, wie du das feststellen willst. Soweit ich weiß, hast du vom Kochen genauso viel Ahnung wie die Kuh vom Seiltanz. Danke. Wollten Sie nicht draußen noch das Gemüse reinholen? Nur damit das klar ist. Wenn morgen hier Gäste sind, will ich dich oben nicht sehen. Und wenn das hier in der Küche irgendwie nicht läuft, hast du ein Problem. Kann ich jetzt bitte weitermachen? Na klar. Wie weit bist du denn? Das Essen wird pünktlich fertig sein und die Gäste zufrieden. Und wenn dir das als Aussage nicht reicht, darfst du mir gerne helfen. Du hast diesen Job nur, weil ich meiner Tochter einen Gefallen tun will. Wir beide wissen, dass du hier nicht hergehörst. Und sie wird's irgendwann auch noch merken. Was gibt's denn Leckeres? Die besten Burritos der Welt. Bah, mexikanische Armfraßen. Das sollen unsere Gäste essen? Den Leuten wird es schon schmecken. Und außerdem kotzen die Models doch eh alles wieder raus. Was machst du überhaupt hier? Meinen Mann von der Arbeit abhalten? Dasselbe könnte ich dich fragen. Wir haben uns verstanden, oder? Ach, wenn du morgen gehst, lass doch die Silberlöffel da. Hm? Keine Sorge, er hat sich auf Schmuck und Bargeld spezialisiert.
Also, hier würden wir die Spiegel aufstellen. Hier schminkt man dann die Models. Kleinere Änderungen können wir vorne in der Ecke machen. Und hier ist dann so der Umziehbereich. Das Klavier geht leider nicht weg. Und dann habe ich mir... Und ich habe mir gedacht, ab hier vorne laufen wir. Von dort bis hier 8 Meter. Ja. Juri, ich will echt nicht stressen, aber ich habe überall angerufen. Ich finde keinen Ersatz. Ja? Na, für das männliche Model. Ja, ja. Ey, in 24 Stunden ist die Modenschau, das weißt du schon. Wir lassen uns was einfallen. Ey, wir brauchen das Model. Und wir haben keine Zeit, noch mal so ein Streetcasting zu machen. Wieso? Martha, du gehst jetzt bitte nach Hause. Ich kümmere mich drum. Ich brauche dich morgen fit. Haben wir hier ein Problem? Bis jetzt nicht. Gut. Klang nämlich gerade so, als würde Ihnen ein Model fehlen. Ach. Ja, was ist? Führen Sie dann die Klamotten vor oder darf ich vielleicht? Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Wir beide reden jetzt mal unter 4 Augen. I know at times it seems like I don't care. Lately I've been noticing. Kate ist eine Freundin von mir und die macht gerade ihre Abschlussprüfung in Modedesign. Und naja, sie wird sich irre freuen, wenn du ihr ein Feedback zu ihrer Mappe geben könntest. Klar, kein Problem. Danke. Where to begin when you feel low? A bottle of wine, the sense in us gone, breathing with the tide. I got a feeling, I got a feeling, I got a feeling that everything is gonna be alright. 'Cause the ship ain't sinking. I got a feeling that everything is gonna be alright. I wasn't there when you needed a friend. You were always here for me. Tapferes Mädchen. Wieso? Weil du der Kollegin nicht im Nacken sitzt und jeden Stich überprüft, den sie in deinem Meisterwerk macht? Das ist es doch, oder? Du hast mir gar nicht gesagt, dass es ein Brautkleid wird. Die Arbeit hat sich ganz schön erschöpft, oder? Aber ist es nicht ein tolles Gefühl, wenn man alles gegeben hat? Man fühlt sich ausgequetscht wie eine alte Zitrone, aber doch auch total erleichtert. Marlene, mein Entwurf, der war völlig daneben. Ja, der erste vielleicht, aber hey, für den zweiten hast du keine 3 Stunden gebraucht und Tanja war total aus dem Häuschen. Ich bin auch stolz auf dich. Du bist unglaublich. Und was ist, wenn du dich irrst? Wenn alles, was du in mir siehst, eine Lüge ist. Vielleicht kann ich gar nichts und schaffe es nur, andere Menschen zu täuschen. Wo kommt das denn auf einmal her? Damals, weißt du, als du noch gesungen hast, da hattest du da nie Angst, dass die Leute plötzlich denken könnten, dass das alles nur Show ist und dass sie dich mit anderen Augen sehen. Klar. Deshalb bin ich mit Stimmbandentzündung aufgetreten und habe meine Karriere ruiniert. Nur weil ich mein Publikum nicht enttäuschen wollte. Aber du bist doch anders als ich. Du bist viel sicherer und viel souveräner. Du kennst dich und du weißt ganz genau, wo deine Grenzen sind. Bin ich? Dann hättest du niemals dieses Wunder von Kleid gezaubert. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich glaube, du brauchst echt ein bisschen Ruhe, ja? Wo ist denn deine Jacke? Ich hol die schon.
Sie haben doch gesagt, Sie interessieren sich nicht für Details. Tue ich auch nicht. Mich interessiert das Ergebnis. Das Ergebnis gibt's morgen. Was wollen Sie? Hören Sie, mir gefällt Ihr Ton nicht. Mir gefällt auch diese ganze Laissez-faire-Attitüde nicht. Ist Ihnen Panik lieber? Nein, aber das Gefühl, dass Sie 24 Stunden vor der größten Modenschau von LCL seit Jahren den Laden ansatzweise im Griff haben. Okay. Da draußen sitzen morgen jede Menge wichtiger Leute. Ja, ich weiß. Sagen Sie mal, nerv ich Sie vielleicht? Soll ich mal sagen, was mich nervt? Dass Sie sich hier die ganze Zeit nicht wie ein Profi benehmen. Und Sie sind ein Profi. Sie halten mich von der Arbeit ab. Sie glauben, LCL ist auf Sie angewiesen, richtig? Ja. Wenn es hier morgen kein Erfolg wird, war's das für Sie. Scheiße. Unter diesem Druck kann ich nicht arbeiten. Was mache ich jetzt bloß? Na, Schatz, kannst du mal in der Speisekammer nach Meersalz gucken, bitte? Emilio, Was machst du denn noch hier? nicht noch, wieder. Ich muss mit dir reden. Du, das ist gerade ganz ungünstig. Ich wollte dich anrufen, aber ach, persönlich ist vielleicht auch viel besser so. Nein, Kim ist hier. Was? Kim. Ist auch egal. Also, pass auf. Kim, sieh mal, wer hier ist. Kim, da. Mensch. Martha, hey, was bist du denn hier? Ich habe super Neuigkeiten. Ja? In dem Haus von deinen Eltern wird eine Wohnung frei. Unten im Erdgeschoss. Und vorhin habe ich den Vermieter auf dem Hausflur getroffen und er wäre bereit, dir und dir die Wohnung zu vermieten. Ohne Schufa-Auskunft? Naja, er kennt deine Eltern und die sind ja sehr nett und hier. Deine Karte, die soll ich dir geben. Und deshalb bist du extra hierher gekommen? Naja, ihr habt beide eure Handys aus. Und der Vermieter will, dass ihr euch bis morgen früh entscheidet, weil er sonst einen Makler trifft. Oh Gott. Hey, das ist so süß von dir. Danke, Martha. Echt, komm her. Danke. Hey, kein Ding. Ich weiß ja, wie dringend ihr eine Wohnung sucht und vielleicht wird dann alles wieder richtig gut. Ja. Okay. Mhm. Ja, und Entschuldigung nochmal für die späte Störung. Auf Wiederhören. Wir haben sie! Super, dann habt ihr ja echt was zu feiern. Bis morgen. Warte mal. Ich weiß, ich bin nicht gerade deine Lieblingscousine. Ich habe ja jetzt auch nicht so viel dafür getan, aber nee, jetzt wirklich. Ich finde es so süß von dir, dass du das mit der Wohnung gemacht hast. Und du weißt gar nicht, was für einen Gefallen du uns damit getan hast. Gern geschehen. Kannst dich auch mal bedanken. Danke. Ja, bis morgen. Oh mein Gott. Danke, danke. Au.
fancies burn, in flames, 1,000,000 miles from home. I'm walking ahead, I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own, I don't know the way. I'm riding up the heights, all shame. I'm waiting for the call, hey! The chest. I'm ready for the fight and fate. Los, ein Wodka. Zum letzten Mal, wenn Sie kein Geld mehr haben, bekommen Sie auch nichts zu tun. Ja, komm, ich mach das selbst. So, Freundchen, du machst mal Schluss für heute. Raus hier. Oder was? Oder was? Gibt's nicht raus aus meinem Laden? Dictates the rhythm of the fast, a number of days, the rising of the horns. Hey, from the town of Rausschmeißen? Du hast Hausverbot. Ich will das trinken. Wow. Der Typ ist entweder Bulle in Zivil oder ein Bodyguard. Das ist Modedesigner bei LCL. Willst du was trinken? Ich mach das schon. Danke, du hast ein Gut bei mir. Christian von Lahnstein. Juri. Klingt russisch. Kommst du aus der Gegend? Krieg noch einen? Eni? Braucht einen Türsteher. Ich würde dir den Job ja anbieten, aber ich schätze mal, Ansgar zahlt mehr. Komm vielleicht drauf zurück. Ärger im Paradies. Danke. Ansgar ist dein was? Mein Cousin. Dein Cousin geht mir auf die Nerven. Das glaube ich dir sofort. Schick. Ja, klein, aber fein. Klein. Alles eine Frage der Perspektive. Irgendwie noch zwei kurze. Like resignation to the end, always the end. So when we Also hier ist das Wohnzimmer, Ja. Schlafzimmer und da ist das Büro. Büro. Wer von uns beiden braucht dann bitte ein Büro? Wir machen anstelle des Büros einfach hier einen Durchbruch zum Bad. Ja. Hä? Ja, aber dann ist es ja viel größer als das Schlafzimmer. Ja, aber das ist doch geil. Dann setzen wir hier einen dicken Whirlpool rein, eine Liegewiese und dann lassen wir es richtig krachen. Aber mal ganz anders. Wo ist die Küche? Hier. Da soll wohl eine Küchenzeile drin sein. Eine Küchenzeile. Ja, eigentlich habe ich an einen Gasherd gedacht mit 6 Kochfeldern, 2 Öfen. Und ich will eine Warmhalteplatte. Boah, und da kann ich richtig ausrasten. Geil. Ja, fehlt nur noch mein Kleiderschrank. Mhm. Ich will dich überhaupt nicht enttäuschen, aber ich fürchte, das wird erst mal nicht reichen. Ich meine,
bis wir uns richtige Möbel leisten können, das dauert noch ein bisschen. Aber erstmal tunst du auch Regale, oder? Ja, Hauptsache wir haben ein Bett und sind zusammen. Unsere erste eigene Wohnung. Mensch, daran erinnern wir uns noch in 30 Jahren, wenn das Kind aus dem Haus ist. Das Kind. Ja, das Kind. Nein, nein, nicht das Kind, die Fußballmannschaft. Es war unsere letzte Nacht, wo wir getrennt sind, hm? Ja, wenn du jetzt schon abhauen willst. Ja, ist besser so. Ich habe morgen einen langen, harten Tag. Warum bleibst du nicht hier? Du musst morgen eh wieder hierher. Bitte. Bitte, 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 bitte. Put him in the longboat till he gets sober. Put him in the longboat till he gets sober. Put him in the longboat till he gets sober early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Also pass auf, das Wichtigste beim Fechten ist die Beinarbeit. Davon hängt die gesamte Mensur ab, okay? Ich hatte mal einen Freund, der hieß Mansur. 2 Wodka. Bitte noch 2. Jungs, ich will euch ja nicht raus. Aber? Ich muss langsam mal ins Bett. Na, Feierabend. Also, pass auf. Linkes Bein nach vorne. Gewicht in der Mitte. Ja, Danke dir. dann bis hoffentlich bald mal wieder. Und viel Erfolg morgen für die Fashion Show. Ist alles in Ordnung? Komm, wir nehmen noch 2. Wir haben schon 2. Warte. Lauf mal. Lauf mal bitte auf und ab für mich. Komm. Hey, ich bin absolut nüchtern. Ah, ja, kein Problem. Perfekt. Morgen. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Ich habe schlecht geschlafen. Also, da muss mindestens der Autolackierer ran, bevor ich dich so in die Öffentlichkeit lasse. Also Rebecca kann an ihrem schlechtesten Tag gar nicht so verliebt aussehen wie du an deinem besten. Aber vielleicht solltest du es ja mal mit dem Autolackierer versuchen. Hm. Tanja meint übrigens, dass dein Finalkleid so ziemlich das Beste wäre, das LCL je präsentiert hat. Also, entspann dich und genieß die Show. Ich bin so stolz auf dich. Und ich komme danach auch gleich mit. Wohin? Na, zu LCL natürlich. Ich will mir unbedingt dein Kleid angucken. Das geht nicht. Warum? Heute Abend sehen's alle. Ach, du bist doch bestimmt nur so nervös, weil du denkst, es könnte nicht so gut ankommen. Aber das ist Blödsinn, das musst du nicht. Du, das liegt daran, weil das wird gerade noch genäht und... Ja, das ist doch egal, mein Gott. Auch wenn es noch gar nicht so ganz fertig ist. Aber ich bin so aufgeregt, bitte. Und neugierig. Ja, Hi. Hi, du Morgen. Sag mal, die Fittings stehen an. Ich wollte mal nachfragen. Martha? Ja, ich bin's. Sag mal, wie sieht's denn aus? Hast du ein Model?
Ja, ja oder nein? Also sag mal, das ist überhaupt kein Problem, wenn du keinen gefunden hast. Dann würde ich einfach noch mal losgehen und mal ein bisschen rumtelefonieren, weißt du? Martha? Ja. Ich stelle mich einfach auf den Marktplatz und wedel mit Geldscheinen. Das mache ich. Du kannst lieber mit deinem Arsch wedeln. Was? Dann nützt uns deine Naturgeilheit wenigstens was. Das ist ja echt nett, dass du noch Witze machen kannst. Also ich habe die ganze Nacht wach gelegen und mir den Kopf zermartert, wo ich noch ein Model herkriege. Martha, ich hab jemanden. Echt? Ja, das ist ja wahnsinnig. Also dann, dann ist ja alles super. Ja. Was? Juri, ich hab gerade nicht verstanden. Was hast du gesagt? Martha, mach dir mal keinen Stress. Wir sehen uns nachher bei LCL. Oh, das ist super lieb von Ihnen, Frau Linse, aber wirklich nicht nötig. Und ob das nötig ist. Danke. Was sind das denn jetzt für Zutaten für deine Salsa-Soße? Also, das Wichtigste ist die venezolanische Chili-Paste. Was stehst du hier eigentlich so rum? Oben fehlt immer noch ein Dresser. Ja, ich schau mal gerade nach. Sag mal, wo bleibt eigentlich die Outfit-Übersicht? Ich hol sie. Wo finde ich denn die Dresser? Keine Ahnung, ist nicht mein Job. Hey, Emilio. Bitte, Kim, du bist meine letzte Rettung. Ich habe die venezolanische Chili-Paste vergessen. Könntest du die nicht herbringen? Die ist im Burrito-Wagen. Wie jetzt? Ja, jetzt. Morgen, Kim. Wie läuft's? Gut. Oh, danke, Prinzessin. Ich wusste doch, dass du mir hilfst. Was? Nein, ich hab nicht dich gemeint. Emilio, wie stellst du dir das vor? Hier brummt der Bär. Aber ich bin ohne die Paste aufgeschmissen. Wirklich, die venezolanische Chili-Paste ist die Basis aller meiner Burritos. Bitte, Kim. Ich würde nicht anrufen, wenn es nicht der totale, absolute Notfall wäre. Ja, okay. Reicht es dir, wenn ich sie später hole? Ja, das reicht. Gut. Ich bin so gespannt. Marlene, ich muss dir noch was sagen. Klar, probiert. Das Finalkleid, weißt du, es ist gestern total dumm gelaufen. Wecker, ich habe gerade das Kleid gesehen. Fantastisch, ganz toll. Ja, danke. Ja, also was ich dir sagen wollte, weißt du, du weißt ja, dass Tanja mich total unter Druck gesetzt hat. Und also der erste Entwurf ist ja bei ihr total durchgefallen. Also jedenfalls, als ich ihr den zweiten Entwurf zeigen wollte. Rebecca, das Kleid fürs Finale ist jetzt fertiggestellt. Ich wollte es dir noch schnell präsentieren. Was ist das? Das Finalkleid. Das ist ein Entwurf von Kate. Ich weiß. Genau das wollte ich dir gerade sagen. Und? Wie findest du das? Morgen. Kaffee. Danke. Sag mal, das laufen gerade schon. Ein Model müsste jetzt echt langsam mal aufkreuzen. Mhm. Sag mal, also nur für die Sicherheit, also für meine Sicherheit. Du bist dir schon sicher, dass das Model kommt? Ja. Ah, unser kreatives Genie. Und, alles im Griff? Jo. Das fehlende Model auch aufgetrieben? Kommt gleich. Wird eine Überraschung. Kommt gleich klingt wie ist noch nicht da. Lassen Sie mich bitte meine Arbeit machen, okay? Ich will einfach nur, dass diese Show ein Erfolg wird, ob mit oder ohne Model, ist mir herzlich egal. Redet ihr von mir? Nein, natürlich nicht. Ja. Hi. Weißt du, das ist Ihr Model? Genau. Großer Gott. Ja, dann Ding ist oben. Mitkommen. Yeah, you can
Ja, ein bisschen weniger als normal. Für den Preppy-Look wäre gut. Was passiert denn hier überhaupt? Und was heißt ein bisschen unter normal? Ja, hier oben ist bisschen mehr, so 100. Hier so ungefähr 80 und hier 90. 90, 60, 90 wäre mir irgendwie lieber. Wenn ich dich so anschaue. Sag mal, warum mache ich den Quatsch hier noch mal mit? Du schuldest mir einen Gefallen. Könntest du mal kurz für mich laufen? Ich eine Schrittlänge sehe. Soll ich vielleicht noch ein bisschen Marsch wackeln? Nee, das hebt ihr mal für später auf, Martha. Er präsentiert in der letzten Runde das Kleid. Ja. Die Mappe mit Kates Entwürfen lag auf meinem Schreibtisch. Und Tanja hat sich einfach den Entwurf geschnappt. Sie hat sich sofort in das Kleid verliebt. Ich habe noch versucht, sie umzustimmen. Ich habe ihr meinen Entwurf gezeigt, aber es war zu spät. Verstehst du? Und dann hast du einfach Kates Entwurf als deinen ausgegeben. Was hätte ich denn machen sollen? Na, ihr sagen, dass er nicht von dir ist. Sei nicht so laut. Okay. Du hattest Angst vor Tanjas Reaktion. Das kann ich verstehen. Du hast den richtigen Moment verpasst. Auch das kann passieren. Aber jetzt musst du ihr die Wahrheit sagen, Rebecca. Alles andere wäre doch geistiger Diebstahl. Das muss ich doch dir nicht sagen. Ich meine, was würdest du tun, wenn jemand einen deiner Entwürfe klaut und als seinen ausgibt? Mann, Tanja bringt mich um. Die wirft mich hier raus und meine Karriere ist zu Ende. Falsch. Deine Karriere ist definitiv zu Ende, wenn du jetzt nicht die Notbremse ziehst. Mann, das ist das Finalkleid, Marlene. Und es gibt keinen Ersatz. Du weißt, wie hart ich gearbeitet habe. Nicht nur die letzten Wochen, auch davor, um überhaupt so weit zu kommen. Rebecca, du kannst das nicht machen. Ja, also das hier ist ja die Eingangshalle. Und da hatten wir gedacht, wenn diese die großen Stände aufbauen, muss man halt nur aufpassen, dass nichts an. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich war im Zimmer meiner Frau, das wirst du mir ja wohl kaum verbieten können, oder? Natürlich nicht. Ich kann gut verstehen, dass du dich von einer Frittenschleuder hier mal ein bisschen erholen willst und dir es hier gemütlich machst. Aber weißt du, du bist bei uns als Koch angestellt. Wenn ich dich noch mal in den Privaträumen erwische, fliegst du raus. Hoho. Klingt ja fast nach Hausverbot. Aber weißt du was, ist mir scheißegal. Wenn der Spaß hier durch ist, werde ich Königsbrunn nie wieder betreten. Und darauf kannst du dich verlassen. Das klingt ja fast so schön, um wahr zu sein. Ja, und Kim nehme ich mit. So. Sonst noch Wünsche? Nein, noch ein paar Fakten. Wir haben jetzt eine eigene Wohnung, hm? Was sagst du dazu? Dass Kim bald wieder hier auf der Matte stehen wird. Ach ja, und was macht dich so sicher? Dann schau dich doch mal an. Was hat ein Typ wie du ihr schon auf Dauer zu bieten? Kim liebt mich. Kim sitzt auf einem Pulverfass. Ich warte nur drauf, wann's hochgeht. Ja, richtig. Ich wollte mir schon mal mein Büro anschauen. Als Chefdesignerin bekomme ich ja wohl ein eigenes. Wir haben unser kreatives Team erweitert mit Rebecca von Lahnstein, gerade frisch aus New York zurückgekommen. Einen großen Applaus für unsere wunderbare Designerin Rebecca von Lahnstein.
Ich soll das Finalkleid jetzt für einen Transport einpacken. Oder gibt es noch Änderungswünsche? Nein. Das sind die Mailbox von Emilio. Gute Nachrichten nach dem Piep. Hey, Emilio, ich habe deine Chili-Paste. Ich bring sie dir später vorbei, ja? Bis dann. Ciao. Post? Ja, passt. Kopfhörer, Dankeschön. Okay, Akku ist drin. Ja, der ist aufgeladen. Oh, Direkt. ja, super. Das ist eigentlich alles klar. Dem Dings, danke. Gehört das nicht dir? Weißt du, wo ich das gefunden habe? In Emilios Burrito-Wagen. Wie konntest du mir das nur antun? Leugnen ist zwecklos. Emilio hat mir alles gebeichtet. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich wollte nicht mit einem Mann schlafen. Es ist einfach so passiert. Ihr hattet diesen schrecklichen Streit auf der LCL-Party und Emilio war einsam und ich war einsam. Wirklich, bitte. Ich weiß, das ist keine Ausrede. Du darfst dich nicht von Emilio trennen. Er liebt dich. Er liebt dich wirklich. Martha, das ist jetzt nicht mal witzig. Witzig? Natürlich ist es nicht witzig. Es tut mir so leid. Es ist einfach passiert. Was? Ihr habt wirklich miteinander geschlafen?